Die Münchner Feuerwehr hilft den BürgerInnen bei Brand, bei Verletzung, bei Erkrankung. Und unsere Leitstelle macht im Jahr rund 600.000 Anrufe für die Notfälle und 120.000 Anrufe für den Krankentransport. In unserer Notaufnahme werden jeden Tag bis zu 150 Patienten versorgt. Davon werden etwa 40 bis 50 Patienten aufgenommen und der Rest kann ambulant wieder entlassen werden. In diesem Fall müssen wir einen Krankentransport bestellen, damit die Patienten bei uns abgeholt werden können. Wenn neben den Krankentransporten noch Notrufe reinkommen, dann werden die Notrufe natürlich priorisiert und die Krankentransportanrufe müssen dann nochmal warten. Und da ist einfach die größte Hürde, dass man wirklich im laufenden Betrieb an einem Ort sitzen muss, ohne eigentlich wirklich Zeit dafür zu haben. Es geht viel Zeit verloren, in denen wir die Patienten betreuen müssten, in denen wir für sie da sein müssen und unserer pflegerischen Arbeit nachgehen. Die KI ist die richtige Lösung für uns gewesen. Krankentransportanrufe können somit optimal entlastet werden. Die kann sofort das Telefonat annehmen. Was ist der genaue Grund für den Transport? Grund der Verlegung ist eine stationäre Weiterbehandlung nach Schädelhirntrauma. Der Krankentransport ist bestätigt. Wir nutzen von Microsoft Azure Produkten vor allen Dingen Microsoft Azure AI Foundry. Wir nutzen ferner Microsoft Azure AI Speech mit der Voice HD Stimme, die es uns erlaubt, menschenähnliche Dialoge zu führen. Das heißt, wir können sehr schnell in einem KI-gestützten Setting die Transporte anmelden und der Computer erkennt die Lücken, was noch aufgefüllt werden muss und stellt dann entsprechende Rückfragen. Ich habe mehr Zeit für die Patienten. Es reduziert viel Stress in der Warteschleife zu hängen und wird einfach den Arbeitsalltag und die Arbeitsabläufe vereinfachen. Wir sehen hier eine große Möglichkeit der Skalierung, einen deutschlandweiten, einen europaweiten, vielleicht sogar einen weltweiten Einsatz zu erfahren.